Heute stellen wir im Rahmen unserer Rubrik Spielevorstellungen Der Herr der Träume von Jerry Hawthorne vor. Der Herr der Träume ist ein Dungeon Crawler, der sein Hauptaugenmerk gerade auch im Hinblick auf ein junges Zielpublikum auf das Geschichtenerzählen legt. Dabei dreht sich alles um lebendig gewordene Stoffpuppen, kurz Stoffis genannt, in deren Rolle die Spielgruppe schlüpft. Diese beschützen in 7 Geschichten den Schlaf ihrer Besitzerin. Dabei gibt es sowohl für alle Stoffis als auch für alle Gegner, auf die sie treffen, Plastikminiaturen. Insgesamt also 23 Minis, was für ein Spiel dieser Preisklasse schon mal nicht schlecht ist. Jede Geschichte unterteilt sich in mehrere Karten im sogenannten Abenteuerbuch. Neben dem Spielplan befinden sich hier die Regeln für die jeweiligen Spielpläne und die Texte zum Vorlesen. Auch jetzt wird der Geschichte mehr Platz eingeräumt als den Regeln. Der Aufbau sieht wie folgt aus. Zentrales Element ist das Abenteuerbuch, drumherum sitzt die Spielgruppe. Jeder hat seinen Charakter vor sich liegen. Neben dem Charakterbogen liegt die Ausrüstung, die der Stoffi benutzt. Diese beeinflusst in der Regel bestimmte Würfelproben und ohne Waffe darf sich ein Stoffi nicht gegen Monster zur Wehr setzen. Zudem bekommt die Startspielerin den Marker für den ersten Buchwärter. Der Wärter startet nicht nur die Runde und liest die Texte vor, sondern trifft auch Entscheidungen wie zum Beispiel, welches Monster auf welchem Feld ins Spiel kommt. Das Abenteuerbuch besteht aus 2 Sektionen. Auf der einen Seite der Spielplan, auf den die Figuren gezogen werden, auf der anderen Seite die zugehörigen Texte. Das sonstige Spielmaterial wie Monsterfiguren, Ziehstapel und Marker wird, gut erreichbar für alle, um das Spielfeld verteilt. Die Bedrohungsleiste zeigt, welche Monster im Spiel sind und wie viele Bedrohungswürfel schon gezogen worden sind. Auf der Leiste für Gruppenaufgaben werden die entsprechenden Würfel abgelegt, bis diese erfüllt wurde. Kommen wir nun zum Charakterbogen der Stoffis. Neben dem Namen und dem Bild des Stoffis befinden sich die elementaren Spielwerte. Jeder Stoffi hat mehrere Fertigkeiten, die bei jedem unterschiedlich sind. Die erste davon ist eine permanente, die ohne Kosten aktiviert werden kann. Der Einsatz der anderen Fertigkeiten kostet jeweils ein Herz. Herzen sind eine Ressource, die durch das Erreichen bestimmter Storyziele erreicht werden können. Zudem gibt es Felder zum Sammeln von Watte. Solange ein Stoffi über mindestens noch eine Watte verfügt, darf er handeln. Zum Sammeln der eben erwähnten Herzen. Und zum Speichern eines Würfels. Sollte sich ein Stoffi dazu entscheiden, sich einen seiner Würfel für die Verteidigung aufzusparen, wird er hier hingelegt. Beginnend mit dem ersten Buchwärter führt jeder Stoffi einen Spielzug aus. Dieser besteht aus 6 Schritten. Es werden 5 Würfel gezogen. Sollte ein Weißer dabei sein, kann der Stoffi versuchen, Watte zu bekommen. Jeder schwarze Würfel kommt auf die Bedrohungsleiste. Mit den anderen Würfeln können Aktionen wie Bewegen, Angreifen oder Suchen durchgeführt werden, je nach Würfelfarbe. Dann werden alle anderen Würfel abgelegt. Sollten so viele Bedrohungswürfel liegen, wie Monster im Spiel sind, führen die Monster einen Zug durch, bevor es mit dem nächsten Stoffi weitergeht. Die farbigen Würfel stehen für bestimmte Attribute und können für entsprechende Proben eingesetzt werden. Dabei muss für eine bestimmte Aktion mindestens ein entsprechender Würfel eingesetzt, um die Chancen zu erhöhen, dürfen es aber auch mehr sein. Die Summe der Augenzahlen plus eventueller Boni muss mindestens so hoch wie die Schwierigkeit sein. Pinke Würfel sind Joker und können für jede Probe verwendet werden. Jedes Monster hat eine Wertekarte. Die Form der Base befindet sich als Symbol auf der Karte. Und es wird ausgewürfelt, welche Aktion das Monster macht. Ziel ist im Zweifel der nächste Stoffi in Reichweite. Die dafür verwendeten Würfel von der Bedrohungsleiste kommen dann einfach zu den anderen abgelegten. Hier mal eine Spielsituation.
Theodora, Stampfi, Pieks und Hops haben mehrere Krabbler auf dem Bett entdeckt und wollen diese bekämpfen. Hierzu haben sie sich Waffen besorgt und sind aufs Bett geklettert. 2 haben sie schon besiegt und Pieks hat dabei eine Menge Watte verloren. Hops kommt als nächstes dran, zieht 5 Würfel, mit dem Weißen wird versucht, Watte zu bekommen, der Schwarze kommt auf die Bedrohungsleiste, da Hops eine Fernkampfwaffe hat und einer der Krabbler in gerader Linie steht, werden die beiden Grünen für eine Attacke benutzt. Die trifft, der Krabbler wird vom Spielfeld entfernt, der letzte Würfel wird auf dem Charakterbogen für die Verteidigung gespeichert. Da auf der Bedrohungsleiste mindestens so viele Würfel liegen wie Monster im Spiel sind diese am Zug. Der Krabbler würfelt und greift Theodora an. Sie versucht sich zu verteidigen, scheitert und verliert 3 Watte. Hops hat noch vergessen, sich den Knopf für den entsorgten Krabbler zu nehmen. Theodora zieht ihre 5 Würfel. Mit Weiß versucht sie, Watte zu generieren, was gelingt. Sie speichert einen blauen zur Verteidigung und versucht mit dem pinken, sie hat leider keine roten gezogen, mit der Nahkampfwaffe den Krabbler direkt vor sich anzugreifen. Dies misslingt. Dann entscheidet sie sich, die restlichen verfallen zu lassen. Dann ist der Krabbler dran, versucht Theodora anzugreifen, die sich allerdings mit dem gespeicherten Würfel erfolgreich verteidigt. Jetzt ist Stampfi dran. Der gespeicherte Würfel geht verloren, 5 Würfel werden gezogen und der Schwarze kommt auf die Bedrohungsleiste. Stampfi will gerne einen Nahkampfangriff ausführen. Sie bewegt sich mit 2 Würfeln auf das Feld neben dem Krabbler und greift dann mit 2 roten Würfeln und dem Hackbeil an. Das ist das Ende für den letzten Krabbler. Damit ist auch das Szenario-Ziel erfüllt. Was lässt sich nun über Der Herr der Träume sagen? Es ist ein solider Dungeon Crawler, der den Schwerpunkt auf die zu erzählende Geschichte legt und steht dabei seinem Vorgänger Maus und Mystik in nichts nach. Die Regeln und die Geschichte sind in erster Linie auf Familien ausgerichtet und Kinder dürften den schnellen Spielstil mögen. Auch bieten die Geschichte am Ende eine kleine Hilfestellung, indem in einem Textkasten nochmal Themen, die in der Geschichte behandelt worden sind, aufgegriffen werden, um sie mit den Kindern besprechen zu können. Die Spieltiefe der Mechanismen orientiert sich eher an Klassikern wie zum Beispiel Hero Quest. Das Spielthema nimmt Elemente solcher Pen-and-Paper-Rollenspielklassiker wie Power, Plüsch und Plunder auf, sodass auch Erwachsene, die mit den entsprechenden Spielen groß geworden sind, dem Herr der Träume zugeneigt sind. Insgesamt funktioniert das Spiel, ohne sich viel mit Taktik oder Regeln beschäftigen zu müssen, sodass schnell ein kurzweiliges Spielvergnügen entsteht, zu dem für den Preis verhältnismäßig viele Miniaturen enthalten sind. Für die Interessierten hier nochmal ein Blick auf die Miniaturen. Mittlerweile ist mit Bruderherz auch die erste Erweiterung zu Der Herr der Träume erschienen. Hier wird die Geschichte der Stoffis des kleinen Bruders erzählt. Wir hoffen, ihr werdet viel Spaß mit dem Spiel haben und diese Spielvorstellung hat euch weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte, teilt es, abonniert unseren Kanal oder hinterlasst einen Kommentar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.